ein Motorrad kaufen, das mir noch nicht gehört und mit dem nach Hause fahren. So sieht aktuell mein Plan aus. Meine Reise wurde gestoppt, bevor sie überhaupt angefangen hat. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, kurzer Rückblick auf das letzte Video. Da habe ich schon erwähnt, dass meine Karte gesperrt worden ist. Also um meine Karte zu entsperren, wenn ich auf meinem PC Zugriff haben möchte, muss ich mit meinem Handy eine Gesichtserkennung durchführen. Dies ist damals fehlgeschlagen und ich musste sie ein zweites Mal durchführen. Als ich sie das zweite Mal durchgeführt habe, habe ich auf mein Revolut-Konto direkt gesehen, dass mir 1900 € abgebucht worden sind. Da hat sich bei mir schon eine richtige Anspannung angespannt, denn ich wusste, ich habe in einer Woche Steuererklärung. Ich muss Steuern zahlen. Und wenn die Karte jetzt nicht funktioniert und gesperrt ist, habe ich ein Riesenproblem. Direkt meine Karte gesperrt, eingefroren, die Überweisung blockiert, Revolut selbst angeschrieben, Kundensupport, zuerst mit dem Chatbot diskutiert, dann mit einem Mitarbeiter diskutiert und schlussendlich einer der höchsten angestellten Formen von Revolut, mit dem mich auseinandergesetzt, die dann wirkliche Schritte dagegen unternommen haben. Das ist alles in kürzester Zeit passiert. Also wenn ich mich recht erinnere, war es einfach mal 20 Minuten, nachdem dieser Scam passiert ist. Ich möchte Ihnen in diesem Video auch gar nichts vorenthalten und auch wenn das eine Namensnennung ist, nicht im Positiven, denke ich mir, ist das der richtige Weg. Also mir wurden hier diese 1900 und ein paar zerquetschte abgezogen. Von der Firma, die siehst du ganz oben und du siehst auch die Entwicklung vom Streitfall, wie weit das wir jetzt gerade sind. Ich hatte so einen Fall noch nicht, deshalb kann ich da nicht genauer beurteilen, wie das jetzt abläuft. Laut Revolut erhalte ich mein Geld zurück. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Darum plagt mich gerade eine Ungewissheit und ich habe noch keinen Flug gebucht. Wenn ich diese Karte dauerhaft gesperrt lassen muss, dann muss ich mir eine Alternative fürs Ausland suchen. Denn in Thailand und Asien sind andere Währungen, die ich nicht überall und mit meinem normalen Bankkonto italienischer Bank nicht kostenfrei Geld wechseln kann. Und so viel Bargeld möchte ich nicht bei mir tragen. Für ein Motorrad, für Leben, für alles. Das ist für mich einfach zu unsicher. Somit möchte ich diesen Streitfall einfach abklären und wenn alles geklärt ist, den Flug buchen. Das kann jetzt noch, wie du gesehen hast, 35 Tage dauern, kann aber auch in den nächsten 10 Tagen über die Bühne laufen. Bei den Flügen sind wir aktuell bei den Preisen etwas zwischen 300 und 400 €. Aber das ist kein One-Way-Ticket. Ich habe herausgefunden, ein One-Way-Ticket kostet, egal welche Fluggesellschaft, mehr wie eine 2-Fahrtenstrecke. Ich möchte jetzt hier niemanden anregen, um diese Vorgehensweise zu hinterfragen. Aber Fluggesellschaften, denke ich mir mal, müssen auch ihr Geld verdienen und so geht das am einfachsten. Denn Einwegtickets werden meistens kurzfristig gebucht, somit können sie da mehr verlangen, weil die Nachfrage einfach größer ist. Aber für die Einreise nach Thailand braucht man einen Rückflug, wenn man kein DTV-Visum hat oder sonstiges Arbeitsrecht für das Land. Ich gehe als Urlauber dorthin. Das heißt, ich kann 60 Tage bleiben und kann einmal nach den 60 Tagen das Land verlassen, für kurze Zeit wieder einreisen und nochmal dafür 30 Tage Zeitraum mir verschaffen. Ich denke nicht, dass ich das benötige, aber ich habe das mal so geplant. Ich weiß ja nicht, wie die Nachbarregion Myanmar mit den Bürgerkriegen abläuft und was dort aktuell abgeht. Also ich weiß, aktuell Stand der Dinge heute, kann ich dort nicht einreisen. Es gibt keine Möglichkeit. Es kann sich aber in den nächsten 2 Monaten verändern, wie es sich in den letzten 2 Monaten verändert hat. Kurze Zeit konnten Touristen einreisen. Es ist aber extrem gefährlich, da Bürgerkriege sind, Landminen und bewaffnete Gruppierungen sich untereinander bekämpfen. Und da möchte ich wirklich nicht in das Frontenfeuer fallen. Aus dieser Situation habe ich wieder mal gelernt, den Kopf einfach in den Sand setzen, hilft nicht viel. Kopf hoch, Lösungen finden und Lösungen habe ich gefunden. Ich verschiebe einfach meinen Flug ein bisschen. Und das sehe ich nicht problematisch, dann habe ich mehr Zeit zum Planen. Meinen internationalen Führerschein habe ich jetzt auch angefragt. Übrigens, Freunde, ich habe meinen ersten internationalen Führerschein für die letzten 2 Monate in Thailand. Habe ich einfach am Flughafen in München schnell Internet geöffnet, internationalen Führerschein gesucht, meinen Führerschein angegeben, italienischen Führerschein, welche Klassen ich besitze und das war mein internationaler Führerschein. Hier in Italien hat mir aber dann die Fahrschule gesagt, dieser ist nicht gültig, dieser stimmt nicht. Also den hat sie noch nie gesehen zuvor. Somit habe ich hier einen neuen gemacht. Bei den internationalen Führerscheinen gibt es 2 verschiedene.
Das ist je nach Abkommen. Einer ist 1 Jahr gültig und einer ist für 3 Jahre gültig. Ich habe diesen angefordert für 3 Jahre, da er für die meisten Regionen Asiens gültig ist. Nicht gültig ist er für den Irak. Aber da muss ich einen nationalen Führerschein machen und da habe ich großen Papierkram zu erledigen, was ich mich so im Vorhinein jetzt informiert habe. Darum denke ich mir, wird das kein Problem sein und im Nachhinein kann ich immer noch meine Kontaktperson hier in Italien von der Fahrschule nachfragen und mir notfalls nachträglich diesen Führerschein zusenden lassen. Darum auch nur einen. Kostet übrigens 92 Euro. Ein Passfoto und alles drum und dran schon erledigt. Also extrem einfach. Ich rede hier nur von Italien, nicht von Deutschland oder Österreich, denn von denen weiß ich nicht, wie die Regelungen sind. Ich denke gerade so drüber nach, wäre das eine Woche früher passiert mit meiner Karte. In Thailand hätte ich größere Probleme gehabt, denn das war meine einzige Zahlungsmöglichkeit, die ich dort hatte. Darum habe ich mir jetzt ein neues Konto eröffnet und das N26. Das ist vielleicht für jeden ein Begriff. Und ich dachte mir einfach so als Backup, wenn eine Karte nicht funktioniert, wenn ich wieder so einen Betrug habe oder allgemein, wenn ich vielleicht eine Karte verliere, kann ja auch passieren. Somit bin ich da jetzt besser gewappnet. Und noch die dritte Karte, mit der kann ich im Ausland abheben, aber nur mit Spesen. Das ist meine nationale Bank. Eins muss ich auch klarstellen. Die Route und alles ist nicht ins Wasser gefallen. Das steht alles. Noch genau gleich, es hat sich noch nichts verändert. Man muss dazu sagen, es hat sich nur ein bisschen nach hinten verzögert. Aber ich denke mir, das spielt doch keine Rolle. Man muss eins berücksichtigen, das Wetter. Und da bin ich so, wenn ich es ein bisschen nach hinten verschiebe, sogar besser unterwegs. Denn aktuell ist die Regensaison. In Thailand, muss man sagen, hat man eigentlich nur 4 Monate extrem schönes Wetter und die restliche Zeit kann es regnerisch sein. Ist abhängig, ob es Norden oder Süden ist. Aber Süden, da war ich, also speziell Phuket, Bangkok, Ao Nang. In der Regensaison möchte man da nicht wirklich mit Motorrad unterwegs sein, da es einfach zu richtig extremen Überschwemmungen kommen kann. Ich habe selbst erlebt, die letzten 2 Wochen, die ich dort war, hat es extrem geregnet. Da waren etwa 20 Zentimeter Wasser auf den Straßen und alles überflutet. Aber das muss ich auch wieder sagen, das nehmen die Thais relativ gelassen, denn das Abwassersystem ist extrem gut ausgelegt. Sobald es aufhört zu regnen, verschwindet das Wasser einfach in kürzester Zeit. Weitere Updates zur Karte kommen direkt, sobald sie mir wieder freigeschaltet wird, beziehungsweise sobald dieser Scam aufgedeckt ist und geregelt ist. Das passiert 5 Minuten später, werde ich den nächstbesten Flug buchen. Meine Frage an dich, hast du sowas schon mal erlebt? Also für mich war das mein erster Scam in meinem Leben. Ich bin davor noch nie gescammt worden und ich dachte mir immer, ja, ich bin keine ältere Person, mich wird schon niemand so über ein Telefon oder keine Ahnung so halt auf diese Art und Weise über den Tisch ziehen. Aber dass es mir mit einer einfachen Entsperrung, Gesichtserkennung, das Signal, blöd gesagt, abgefangen worden ist und dadurch dieser Scam entstanden ist, das ist mir neu und das ist wirklich, also wenn wir schon so weit sind, das macht mir gerade ein bisschen Angst, wenn ich mehr darüber nachdenke. Deshalb nicht zu viel nachdenken. Aber was hast du? Hast du schon mal sowas erlebt? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du genauere Details hast oder vielleicht selbst so eine Reise schon durchgeführt hast, dann würde ich mich für dein Wissen interessieren und es würde mich sehr freuen, wenn du dich bereit erklärst, es mit mir zu teilen. Vielleicht per E-Mail, in den Kommentaren und gehe auf jeden Kommentar ein. Die Vorfreude, die ich gerade besitze, um diese Reise durchzuführen, die ist unbeschreiblich. Ich glaube, man kennt es mir auch an. Dennoch hat alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, man denkt immer nur das Positive und dann hat man wieder diese Rückschläge und denkt nur ans Negative, wenn was nicht geht, wenn was nicht funktioniert, wenn ich irgendwo feststecke, wenn beim Motorrad was kaputt wird. Aber ich glaube, das sind halt alles Erfahrungen, die kann dir im Nachhinein dann niemand mehr nehmen und die härten einen für das Leben auch ein bisschen ab. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn du ein Teil dieser Community wirst. Mein Ziel ist es, im nächsten Monat diesen Kanal zu monetarisieren. Ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Vielleicht bekommt das Video nur 2 Aufrufe, weiß ich nicht. Aber das sehen wir ja.